Hier ein weiterer Bericht zu unserem Besuch des Caravan-Salons in Düsseldorf. Herzlich willkommen zu diesem Video. Folgende Themen möchte ich in diesem Video besprechen. Einmal die Parkplatzsituation auf dem P1, die mich und auch andere verwundert hat. Dann werde ich noch berichten über einen Dachlüfter mit Wärmerückgewinnung. Dann gibt es eine kurze Information zu unserer ersten Tour mit unserem neuen Vario Star. Natürlich besuchen wir auch alte Bekannte, die wir lange nicht gesehen haben auf der Messe. Ja, fangen wir mit der Parkplatzsituation an. Wir sind am 28. September, das war ein Montag, 16 Uhr hier auf der Messe angereist und brauchten circa eine Dreiviertelstunde, bis wir unseren Parkplatz hier erreicht haben. Ich hatte ja schon in einem anderen Video erklärt, dass wir Schwierigkeiten hatten, überhaupt hier einen Parkplatz zu bekommen. Wir haben erst die Karten gebucht für die Messe und erst dann kann man ja dann den Parkplatz hier buchen. So haben wir es auch versucht, hat aber am Ende nicht geklappt. Wir haben nur 2 Tage bekommen, obwohl wir 3 Karten hatten. So konnten wir dann den Dienstag und den Mittwoch auf die Messe gehen. Wir haben es aber dann so gemacht, wir sind einfach stehen geblieben auf dem Parkplatz und sind dann erst am Donnerstag 17 Uhr abgefahren. Man muss das dann nachzahlen, das ist aber kein Problem. Also die Parkgebühren muss man nachzahlen, waren 20 € in diesem Fall. Das mit einer Nacht noch weiter stehen bleiben haben nicht nur wir gemacht, das haben andere auch gemacht. An diesem Montagabend kamen doch viele an. Es war doch schon gut belegt, aber es gab noch jede Menge freie Plätze. Das habe ich inzwischen erfahren. Man konnte etwa 4 Wochen vor der Messe hier schon Plätze reservieren auf dem Parkplatz, ohne dass man Karten für die Messe hatte. Das hat man dann später geändert. Auch das hat man mir erzählt, es sollen Parkplätze bei eBay angeboten worden sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es nicht kontrolliert. Es gibt ja nicht nur die Gras- oder Rasenflächen, sondern auch asphaltierte Parkflächen. Die waren auch gut besucht. Ich habe dann zwischenzeitlich immer mal wieder im Internet auf die Parkplatzreservierung hier geschaut. Alles belegt bis zum Ende der Messe hin. Auf dem Platz war immer Bewegung, es reisten einige ab, es kamen einige neue dazu, aber es waren zwischendurch immer noch freie Flächen da. Wir waren dann 2 Tage auf der Messe, den Dienstag und Mittwoch. Als wir am Mittwoch 18 Uhr zurück zum Parkplatz kommen, sind wir erstaunt. Der Parkplatz ist halb leer. Noch extremer war es dann am Donnerstagnachmittag, als wir wieder auf den Parkplatz kommen. Der Parkplatz ist fast leer. Viele hatten mich zwischenzeitlich angeschrieben und mir geschrieben, dass sie keinen Parkplatz bekommen hier und deshalb auch nicht zur Messe kommen können. Wir haben dann am Donnerstag 17 Uhr den Parkplatz hier verlassen. Normalerweise kommen um diese Zeit immer die neuen Fahrzeuge an. An diesem Tag kam nicht ein einziges Fahrzeug an. Ich weiß nicht warum. Man sieht, ich kann hier quer über den Platz fahren und das ist nicht nur hier an dieser Stelle, ich werde gleich noch Bilder zeigen, wo wir weiter rausfahren, überall ist Platz. Hier auf der linken Seite große Flächen, alles frei. Hier sieht man es noch besser, hunderte von Plätzen sind frei. Das Ganze war ja auch Thema in den sozialen Medien. Einige haben die Firma, die zuständig ist hier für die Parkplatzvergabe, angeschrieben und haben dann diese Antwort erhalten. Angeblich soll hier ein Fußballspiel stattfinden und die Parkflächen werden dafür benötigt. So leer wie es jetzt ist, war es am Mittwochnachmittag auch schon und es kommen auch keine neuen Fahrzeuge hinzu. Wenn das nicht anders geht und die Parkplätze wirklich anderweitig genutzt werden müssen, dann wäre es gut gewesen, wenn man das kommuniziert hätte. Eine kurze Information auf der Internetseite wäre dann gut gewesen. Ich möchte natürlich hier keine Stimmung machen, aber vielleicht hilft es ja und es wird dadurch im nächsten Jahr besser. Jetzt aber wieder zurück zur Messe. Wir sind am Donnerstag nochmal über die Messe gegangen. Wir wollten uns informieren über Dinge, die uns noch für unser neues Mobil interessieren. So zum Beispiel haben wir keine Klimaanlage und da gibt es was Neues von Dometic und da hatte uns jemand darauf hingewiesen und das wollten wir uns jetzt mal ansehen. Relativ neu im Programm hat Dometic einen Dachlüfter mit Wärmerückgewinnung. Wir konnten das Gerät gar nicht so auf Anhieb entdecken, dann haben wir uns durchgefragt und dann kamen wir zum Gerät und auch zu dem Mitarbeiter, der dafür zuständig ist. Der gute Mann erklärt uns das jetzt und da hören wir mal rein. So, ich bin hier auf dem Stand der Firma Dometic
kenne viele verschiedene Produkte, die anbieten, unter anderem ja auch Klimaanlagen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der hat hier mal eine Geschichte, die kannte ich so noch nicht. Genau. Ja, Tobias, erzähl uns das. Hallo. Tobias Sommerich ist mein Name. Ich bin der verantwortliche Projektmanager für das neue Produkt ACC 3100. Da handelt es sich um ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnungsfunktion. Es ist also eine absolute Weltneuheit und das hat es so bis jetzt nicht gegeben. Was kann das Gerät? Es ist also ein Lüftungsgerät, womit ich also bis zu 40, 50 Kubikmeter Luftaustausch habe in der maximalen Stufe. Das Ganze bei 35 dBA. Und der besondere Trick an dem Gerät ist also eine Wärmespeicherung in der Lüftung. Das bedeutet, da ist also eine Keramikscheibe drin, die wie eine Katalysatorkeramik eine Wabenkonstruktion darstellt, die durchlüftet wird. So. Das ist jetzt ein bisschen komplex ausgedrückt. Was macht die, wenn ich mir jetzt eine Wintersituation vorstelle und ich habe mein Fahrzeug geheizt, habe meine 21 Grad und ich möchte aber nicht die Türe aufmachen, um an frische Luft zu kommen oder quer zu lüften im Fahrzeug, dann kann ich das Gerät einschalten. Es lüftet mir bis zu 50 Kubikmeter in der Stunde, also die meisten Fahrzeuge werden einmal in der Stunde damit durchlüftet und es stabilisiert die vorhandene Temperatur. Das heißt, die 21 Grad bleiben, ich habe aber frische Luft im Fahrzeug, kann das Gerät über eine App steuern, wenn ich möchte, per Bluetooth. Und es ist also eine Sensorik eingebaut, die automatisch die geruchsbildenden Stoffe, also die volatilen organischen Verbindungen detektiert und die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Das bedeutet, das funktioniert auch im Sommerbetrieb. Das heißt also, wenn es draußen warm ist und innen kalt im Fahrzeug, dann wird die Wärmeenergie wieder in dieser rotierenden Keramikscheibe gebunden. Und wenn der Luftstrom von innen kälter ist als der von draußen, dann kommt die Wärmeenergie nicht ins Fahrzeug hinein. Das bedeutet, wenn ich mir also eine kühle Temperatur geschaffen habe, wie auch immer, dann kann ich die genauso halten wie eine warme Temperatur. Entscheidend ist ja auch das Gewicht. Ja. Da hast du mir erzählt, was wiegt das Ding? Also 7 Kilo wiegt das. Ja. Hat eine Stromaufnahme von ohne LED-Beleuchtung. Es gibt auch eine schöne Hintergrundbeleuchtung hier von 8 Watt. Ja, maximaler Stromverbrauch sind 18 Watt. Das ist also wirklich denkbar gering. Ist ein 12-Volt-Gerät, locker zu betreiben. Kann man auch während der Fahrt betreiben. Ja. Geräusch ist wirklich denkbar gering. Wir haben auch darauf geachtet, dass im Fahrbetrieb keine Geräusche entstehen. Also wir hatten am Anfang mit einem Venturi-Effekt zu tun, wo uns also die Luft aus dem Fahrzeug gesaugt wurde. Das haben wir alles konstruktiv beseitigt. Ja, sieht aus wie eine kleine Klimaanlage. Ja. Und passt in jedes 40x40? Passt in jeden 40x40er Ausschnitt, passt aber auch in 360x360. Ah ja, so das amerikanische Standardmaß. Ja, prima. Ja, also ganz einfache Veranstaltung. Ja. Ein Punkt, den ich vielleicht nicht erwähnt habe, ist, ich sehe morgens früh immer auf dem Campingplatz die Leute, die mit dem Abzieher die Scheibe von innen so abziehen, ja, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Das Problem hat man mit dem Gerät dann nicht, ja, weil die Luft so ausgetauscht wird, ohne dass man es merkt eigentlich, ja, und die Luftfeuchtigkeit damit stabilisiert wird. Da ist dann ein Sensor drin, der genau das detektiert. Hat man das Problem einfach nicht mehr, dass man morgens früh so diese Kondensatbildung im Fahrzeug hat. Und von den Gerüchen mal ganz abgesehen. Tobias, ich danke dir für deine Ausführungen. Man sieht sich. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Ciao. Ich finde das Gerät ganz interessant. Kostet etwa 600 bis 700 Euro. Ist natürlich auch viel Geld. Mal schauen. Vielleicht werden wir das Gerät irgendwann mal testen. Wir treffen auf der Messe natürlich auch bekannte Gesichter, so die Herausgeber von der Zeitschrift Landjachting. Wir kennen uns schon einige Jahre und Landjachting veranstaltet ein Event am Lago Maggiore in Ascona. Dort gibt es eine Ausstellung mit großen Wohnmobilen, Zubehör und so weiter. Dorthin wird unsere erste Reise gehen. An dieser Veranstaltung nehmen wir teil. Die erste Reise natürlich mit unserem neuen Wohnmobil. Das Ganze findet vom 22. September bis zum 24. September in Ascona statt, in der Schweiz. Mit dem Mobil an dem Hafen kann man nicht stehen, aber es gibt verschiedene Campingplätze in der Nähe. Für uns geht es dann zu einem weiteren bekannten Gesicht, den haben wir länger nicht gesehen, und so besuchen wir ihn hier auf der Messe an seinem Stand. Natürlich müssen wir auch mal auf den Stand besuchen von Guido Neiken und der Firma Forster hier.
Genau. Hallo Guido. Ja, hi Hartmut, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja mit deinem neuen Auto so engagiert. Ich habe natürlich alles verfolgt, der absolute Wahnsinn. Ja, das ist... Nochmal Glückwunsch von uns Richtung Familie Konrad für das Wahnsinnsauto, was ihr euch da gekauft habt. Ja, Dankeschön. Ja, erzähl uns kurz, was gibt es bei dir hier Interessantes? Ja, also wir sind umgezogen von Halle 13 in Halle 3 und haben jetzt hier die Forster Batteries, kannst du ja mal eben rüberschwenken. Hier haben wir CS, hier ist die Forster-Ecke. Wir stellen hier die Batterien aus, die wir alle im Programm haben, also bei Forster im Programm und bei GNS. Hier unser Schlachtschiff, sage ich mal, die 500er, hat ja jetzt 8 Jahre Garantie. 8 Jahre Garantie, ist unglaublich, ist aber unser Ernst und das ist eine Vollgarantie. Ja, und wir sind umgezogen, weil wir der Meinung waren, dass wir näher an den Kunden ran müssen. Ja, und das kannst du natürlich in Halle 3 machen. Ja, schön. Aber ihr habt ja weiter eure bestehenden anderen Batterien, Lithium-Batterien, ab 100 Ampere-Stunden geht es bei euch los. Genau. Ne? Ja. Richtig, genau. Wir haben ja, das kann man alles auf unserer Homepage nachlesen, das ist ja bei meinen Videos, blende ich das hier alles ein. Du hast, fängt bei 100 Ampere-Stunden an und endet dann bei 500 Ampere-Stunden und da findest du natürlich, unser Steckenpferd ist die 200 Ampere-Stunden, die passt natürlich auch unter den Ducato-Sitz. Ja, und wer dann natürlich den Vogel abschießen will, der ist hier bei der 500er genau richtig. Ich habe die ja auch bei mir in meinem neuen Wohnmobil und das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Wunderbar, Guido. Ja. Danke dir für deine Ausführungen. Alles klar, alles Gute, viel Spaß Ciao. noch. Ne? Danke. Ciao. Ciao. Wir waren 3 Tage auf der Messe. Es waren anstrengende, aber auch interessante Tage. Jetzt geht es in die Heimat zurück und dann sind es nur noch wenige Tage. Dann werden wir unseren neuen Vario Star übernehmen. Das wird am 12. September sein. Ich werde natürlich weiterhin darüber berichten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.